In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit der trittinduzierten Schwingung von Decken. Es geht also um die Vorhersage der vertikalen Schwingungen, die durch Menschen verursacht werden, wenn sie über Fußböden gehen oder laufen. Die Verformungen sind in der Regel sehr klein, das heißt typischerweise weniger als 1 Millimeter und deshalb weder visuell wahrnehmbar noch für die Standsicherheit maßgebend. Sie können jedoch von Personen gespürt werden und als störend empfunden werden. Außerdem können Schwingungen auch die Funktion empfindlicher Geräte, wie zum Beispiel in Laboren oder Präzisionsfertigungen, beeinträchtigen. Der in Sophistic implementierte Workflow besteht aus 3 Schritten. Erstens Erstellen des Deckensubsystems, zweitens Durchführen der Modalanalyse und drittens Ausführen der Schwingungsanalyse nach den Leitfäden CCIP 016 oder SCIP 354. Starten wir mit Schritt 1, Erstellen des Deckensubsystems. Falls Sie mein Videotutorial zur Erdbebenbemessung angesehen haben, dann kommt Ihnen das Gebäude wahrscheinlich bekannt vor. Es handelt sich um ein ganz ähnliches Hochhaus. Wir wollen jetzt ein Stockwerk herauslösen, an dem wir die Schwingungsanalyse durchführen werden. An dem Stockwerk werden wir eine Reihe von Eigenschaften ändern müssen, um realistische Randbedingungen für die Schwingungsanalyse sicherzustellen. Diese Änderungen würden den Bemessungsablauf der eigentlichen statischen Nachweise stören. Daher ist es an dieser Stelle empfehlenswert, nicht den üblichen Subsystem-Workflow hier oben über Subsystem aus Ebenen zu verwenden. Um trotzdem im BIM-Modell zu bleiben, kopieren wir das Stockwerk einfach und platzieren es daneben. Ich entscheide mich für die Ebene 3, ziehe ein Fenster von rechts unten auf und deaktiviere im Filter die Ebenen. Schauen wir von oben drauf. Jetzt kann ich das Geschoss nach rechts kopieren. Zum Beispiel so. Als nächstes sagen wir, dass dieser View unser Hauptsystem sein soll. Und um im nächsten Schritt das herausgezogene Geschoss als Subsystem festlegen zu können, muss das Hauptsystem erst einmal berechnet werden. Hierbei benötigen wir nur die Vernetzung. Berechnung läuft jetzt und ist dann auch gleich fertig. Okay. Jetzt können wir das Subsystem festlegen. Also gehen wir auf Analysis, Subsystem, Ansicht, diese fertigstellen. Wir müssen einen Namen vergeben. Ich wähle drittinduzierte Schwingungsanalyse und hier im Analysis Browser wird das Subsystem jetzt entsprechend unterhalb des Hauptsystems aufgelistet. Und so sieht es aus. Bei der Schwingungsanalyse müssen Sie sich natürlich Gedanken machen, welche Frequenzen noch akzeptabel sind. Hier spielt es eine wesentliche Rolle,
ob sich der zu untersuchende Bereich beispielsweise in einem Flurbereich oder in einem Büro befindet. Der Leitfaden CCIP nennt solche Werte in der Tabelle 3.1. Hier haben wir beispielsweise für kritische Arbeitsbereiche 1 Hertz als Grenzwert oder für ein Büro 4 Hertz. Wir müssen also dem Deckensystem mitteilen, wo sich welcher Bereich befindet. Und dafür eignen sich sehr gut die Sophistic-Gruppennummern. Die Deckenplatte, ich selektiere sie, hat momentan die Gruppennummer 310. Das hatte ich seinerzeit festgelegt, als ich das Gebäude modelliert hatte. Bei uns soll es sich hier um einen Bürobereich und hier vorne um einen Flur handeln. Ja, wir befinden uns in einer separaten Untersuchung, in einem separaten Subsystem, also kann ich auch neue Gruppennummern vergeben. Der Flur hier vorne soll die Nummer 10 erhalten und das Büro die 20. Zunächst mal nenne ich jetzt den kompletten Bereich in Nummer 20 um. Und jetzt werde ich eine Attributfläche für den Flur anlegen und dafür die Nummer 10 vergeben. Ja, dafür gehen wir auf Berechnung, Schale nach Begrenzung. Ich lege die Arbeitsebene fest. Das ist die Arbeitsebene. Jetzt ziehe ich ein Rechteck für den Flurbereich auf, von hier nach dort und bestätige das. Und dann gehen wir auf Sophistic Analysis und sagen über Linien, Flächen in Attribut Fläche wandeln. Ja, das erlaubt uns jetzt dieser Attributfläche, ich wähle sie nochmal aus, hier, das erlaubt uns der Attributfläche die Nummer 10 jetzt zuzuweisen. Hier die Dicke, die lassen wir unverändert. Okay, als nächstes kümmern wir uns um den E-Modul der Deckenplatte. Bei kurzzeitigen dynamischen Belastungen und kleinen Dehnungen ist der E-Modul typischerweise höher als der statische E-Modul. Das kommt daher, weil das Material bei schnellen Lasten weniger Zeit zur Verformung hat. Dazu werden wir ein neues Revit-Material anlegen und es der Deckenplatte dann zuweisen. Ja, wir selektieren die Deckenplatte, gehen in die Eigenschaften hier und dann zum tragenden Material und öffnen den Materialbrowser. Hier duplizieren wir das Material und nennen es ja wieder drittinduzierte Schwingungsanalyse. So. Bitte achten Sie darauf, dass auch das physikalische Material in einen neuen Eintrag kopiert wird. Bei mir steht jetzt hier in Klammern 3. Wenn Sie das erste Mal machen, steht da wahrscheinlich 1. Das ist okay. Sagen wir okay. Okay. Und dann sehen wir hier in den Eigenschaften, dass sowohl das neue Material als auch das neue physische Material der Decke
zugewiesen sind. Gut, dann gehen wir jetzt auf Sophistic Analysis, auf das Material und ja, finden hier das soeben neu erstellte Material Tritt- und induzierte Schwingungsanalyse wieder. Wir wollen ja den E-Modul anpassen, also erzeugen wir ein neues Material. Ja, wählen die Güteklasse aus. Ich nehme hier 25. Wir nennen das Material auch trittinduzierte Schwingungsanalyse und ich erhöhe jetzt den E-Modul um circa 15% auf 36.000. Hier muss ich noch, nee, okay, so. Und hier muss ich dann das Material noch auswählen natürlich und fertig. Gut, das nächste sind die Lagerbedingungen. Die passen wir als nächstes an. Alle Stützen und Wände dieses Subsystems sollen oben und unten starr gehalten sein. Das erreiche ich über Berechnung, Auflagebedingungen, Auflagebedingungen für Punkte. Gehen wir mal auf die Ansicht von vorne. Ich fange mit den Stützenenden oben an, mache ein Fenster von hier oben, so sage fertigstellen und der Zustand soll fest sein. Jetzt die Stützenenden unten, also Berechnung, Auflagebedingungen, Auflagebedingungen für Punkte, Fenster aufziehen, fertigstellen und Zustand fest. Jetzt die Wandenden oben, also Berechnung, Auflagebedingungen, Auflagebedingungen für Linien, Fenster wieder hier oben, fertigstellen und Zustand fest. Und nur noch die Wandenden unten, also Berechnung, Auflagebedingungen, Auflagebedingungen für Linien, Fenster aufziehen, fertigstellen und Zustand fest. Ja, man sieht auch die entsprechenden Symbole. Zusätzlich ist die Deckenplatte im Bereich der Fassade hier und dort drüben gehalten. Daher will ich an diesen beiden Seiten gelenkige Linienlager anordnen. Also noch einmal Berechnung, Auflagebedingungen, Auflagebedingungen für Linien. Jetzt hier vorne diese erste Linie selektieren, fertigstellen und der Zustand soll gelenkig sein. Dann wieder die andere Seite, Berechnung, Auflagebedingungen, Auflagebedingungen für Linien. Die zweite Linie selektieren, fertigstellen und der Zustand soll gelenkig sein. Ja, achten Sie bitte darauf, diese Fassadenlagerungen hier nicht im Bereich der Wände anzuordnen. Das wäre nicht korrekt. Gut, die Lasten sind bereits hier beim Kopieren des Geschosses mitkopiert worden. Die brauchen nicht geändert zu werden. In meinem Fall haben wir eine ständige Ausbaulast und eine Verkehrslast. Noch ein Hinweis zu den Stützen. Wir haben ja jetzt oben und unten feste Lagerungen eingestellt. Für den Fall, dass Ihr ursprüngliches Modell etwas anderes, also vielleicht gelenkige Lager eingestellt hatte, dann ändern Sie das bitte folgendermaßen
ab. Wir gehen hier auf die Ansicht von links und selektieren den oberen und unteren Bereich und gehen jetzt hier auf analytische Elemente. Bei mir sind das 28 Stützen natürlich. Und dann schauen Sie, was hier bei Freigabe Anfang und Freigabe Ende eingestellt ist. Bei mir steht das schon auf fest. Wenn das bei Ihnen anders sein sollte, dann stellen Sie hier und hier auf fest um. Gut, jetzt haben wir das Subsystem vorbereitet und können es berechnen lassen. Ich wähle es im Analysis Browser aus und kontrolliere die Einstellungen in den Struktureigenschaften. An der Stelle habe ich hier diesmal auch ein Häkchen bei Lasten aufbringen gesetzt. Ja, und sage dann berechnen. Das dauert nur einen kurzen Augenblick und dann gehen wir auf den SSD. Ich nehme die Vorlagendatei für das Subsystem. Okay. Jetzt öffnet sich der SSD und da ist unser finite Elementsystem. Die die Knotensymbole, die sind ein bisschen groß dargestellt. Das kann ich hier herunter regeln. Ja, prima. Dann geht es im nächsten Video mit der Analyse weiter. Bis dahin.